Uff. Das war wahrscheinlich jetzt wirklich die kälteste Nacht. Wir sind hier echt ganz gut eingefroren. Und den besten Platz hatten wir auch nicht. Hier irgendwie auf dem Fahrradweg. Einfach an der Seite. Gestern Abend, ja, kam nix und es wurde dunkel. Wir sind hier dann irgendwie einmal in die Richtung gefahren, haben hier noch so einen Bogen gefahren, sind da wieder rausgekommen, aber haben keinen guten Platz gefunden. Überall nur Felder. Keine Chance. Dann haben wir uns hier hingehauen. Naja, war in Ordnung im Endeffekt. Aber echt frisch. Alles eingefroren. Was passiert hier? Einmal kratzen Oh ja, und danach eine Bank überfallen. ich glaube ja auch. Ja, was für eine Name geben wir uns? Rausgefahren Banditen. Die rausgefahrenen Banditen. Die rausgefahrenen Banditen. Es ist kalt. Es ist richtig ungemütlich. Und es sieht echt nicht so aus, dass es jetzt gleich die Sonne rauskommt. Und ich muss noch abwaschen. Ich muss Zeug kratzen. Wieso sitzen wir nicht zu Hause auf dem Sofa und gucken das Video an? Wir wollen das Video einfach angucken und nicht hier sein. Wir sind ein bisschen abgetaut im Laufe des Tages. Ist abgetaut? Abgetaut? Aufgetaut? Aufgetaut. Aufgetaut. Ist ein bisschen wärmer geworden, ja. Ja. Und jetzt sind wir sogar auf dem heißer sehenden Fahrradweg, und zwar der bekannteste Fahrradweg in Südkorea, Four Rivers Bicycle Pass. Here we are. Genau, der Fahrradweg zwischen Busan und Seoul. Ja, und wir sind jetzt relativ weit im Norden natürlich schon. Ungefähr 150 Kilometer bis Seoul. Ab geht's. Das sieht doch ganz nice aus. Das war auf Maps markiert hier. Als Picknickplatz. Bisschen abseits vom Weg.
Ja, das sieht ziemlich perfekt aus. Da vorne haben wir sogar eine Toilette. Ein paar schöne Bänke. Ein Boot. Eine Schaukel. Okay, dann gucken wir uns nochmal die Toilette an. Achso, ja, für Männer. Okay. Für Frauen. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Was ist das? Achso, für beide. Sehr gut. Grad. Stell dich nicht so an, es ist sehr warm hier. 5,4 Grad ist warm. Oh. Wie viele Schichten hast du heute an? 1, 2, jetzt 3 und dann kommt die Jacke, 4. Schicht. Und Hosen? 2? Ja, noch 2, bekommt die 3. Schicht gleich. Und Socken? 2. Okay, ich habe auch 2 Lager Hosen. Eine Jogginghose, da über die Regenhose. Einmal Wollsocken. Und dann einmal hier oben Thermounterwäsche, ein Pullover und die Jacke. 3 Schichten. Und natürlich wieder die gute Skimaske und alle Kapuzen. Uff, wir sind echt nicht mehr abgehärtet. Letztens das Iran-Video gesehen. Da ist nachts das Wasser eingefroren. Da muss es irgendwie, keine Ahnung, -4, -5 oder sowas gewesen sein. Hier ist es jetzt +5. Wir frieren schon. Ja, aber nachts war auch Minus. Das ist eine ganz dünne Schicht auf dem Zelt auch gewesen. Okay, ja, nachts war Minus, ja. Aber ich glaube nicht -5, vielleicht -1 oder -2. Ja, trotzdem schon kalt. Uff. Bald fliegen wir nach Mexiko. Das ist die einzige Rettung. Da wird's wärmer. Okay. Uff, kein Plan. Sieht man mich hier irgendwie? Ja, ich glaube, da kommt jetzt Licht. Letzte Nacht in Südkorea im Zelt. Morgen kommen wir in Seoul an. Da haben wir morgen erstmal eine Nacht im Hotel, genau, und dann haben wir einen Warm Showers Host. Aber das erzählen wir morgen nochmal. Durchschnittsgeschwindigkeit wollen wir nicht. Maximalgeschwindigkeit wollen wir auch nicht. Uhrzeit wollen wir auch nicht. Da, Temperatur. Minus 4,3. Jetzt sagt er minus 4,3. Hey, eben war das noch minus 5. Okay. 7:30, minus 4 Grad. Unser Baumwolltuch, unser Handtuch ist schon eingefroren. Ja, der war ein bisschen nass. Hallo. Wir melden uns morgen. Mal gucken, ob wir die Nacht heil überstehen.
an den Bahngleisen hier. Da ob uns die Entzug überfährt, genau. So, guten Morgen. Die Nacht überstanden, wir haben uns gut eingepackt. Es war ordentlich frisch. Aber letztendlich ging's. Oh, jetzt will ich hier das Wasser kochen und es gibt schon gut ein paar Eisstücke in unserem Wassersack. Also, es waren definitiv gute Minusgrade heute. So viel steht fest. Oh. Aber gleich taucht die Sonne auch auf. Oh, dann wird es vielleicht ein bisschen wärmer wieder. Vielleicht. Boah, wir haben es geschafft. Wir nähern uns Seoul, beziehungsweise eigentlich sind wir, glaube ich, schon in Seoul. Da vorne ist schon irgendwie so ein riesiger, fetter Turm. Kein Plan, was das für ein Teil ist. Sieht mächtig hoch aus. Ihr wisst das wahrscheinlich alle. Wahrscheinlich das Wahrzeichen von Seoul oder sowas, keine Ahnung. Wir fahren jetzt noch irgendwie 500 Meter. Dann kommt das Certification Center von den Fahrradweggeschichten. Da holen wir uns den letzten Stempel ab und dann holen wir uns unsere verdienten Aufkleber ab für das Abfahren der Fahrradwege. Und dann setzen wir uns in ein Café, trinken einen Kaffee, arbeiten ein bisschen. Heute Abend gehen wir in ein Hotel mit einer Sauna und mit Swimmingpools und all den ganzen Geschichten. Die gibt es hier relativ günstig. So ein koreanisches Bad quasi und da kann man halt auch übernachten. Das wollen wir dann nochmal ausprobieren und dann die letzten Tage haben wir einen netten Warm Showers Host. Glauben wir zumindest. Der erste Eindruck von ihm ist sehr nett. Ja, wird er mit Sicherheit auch sein. Und hier ist die letzte Telefonzelle. Guck mal. Der letzte Stempel. Na, das passt doch. Witzig. Genau im richtigen Moment angefangen zu filmen. Alles erzählt und wir sind da. Gut. Wir melden uns später. Guten Morgen. Wir haben die Nacht in einer, ich weiß gar nicht, wie soll man das, in einem Spa-Hotel. Ja. Auf jeden Fall, in einem koreanischen Bad, sagen wir so. Ja, mit Übernachtungsoption für 10.000 Won. Ne, wie heißen die? Won? Ja, Won pro Person, also knapp 10 Euro oder 8 Euro oder so. Und, boah, es war genial. Es ist halt getrennt, Männer und Frauen, und dann gibt es halt ein Bad mit unterschiedlichen Whirlpools und heiß und kalt und Sauna und Dampfsauna und Duschen und überall wird geschrubbt und gewaschen. Und dann gibt es oben quasi so einen Gemeinschaftsraum, wo man dann auch schlafen kann. Da sind überall eben so Matratzen und so weiter und noch verschiedene Saunen und eine Holzsauna und noch eine Salzgrotte und boah. Und jetzt heute Morgen nochmal schön in den Whirlpool rein, nochmal in die Sauna, nochmal aufgewärmt. Boah, ziemlich gut, oder? Ja, auf jeden Fall war so ein interessanter Einblick in die Kultur, weil die Leute kommen hier, um sich so richtig ordentlich zu waschen. Alle haben sich eingeseift von Zehenspitzen bis zum Ohren. Traditionell duscht man hier im Sitzen oder wäscht man sich im Sitzen. Jeder holt sich so einen Hocker. Dann setzt man sich so einen Spiegel und so ein Waschbecken. Und dann hat man so einen Eimer, wo man Wasser füllt und dann mit dem kleinen Eimer man sich so gießt und dann schäumt man sich und dann macht man das weiter und dann irgendwelche tausende Joghurtmasken oder so wurden bei mir da im Frauenabteil gemacht. Bei mir nicht. Sehr, sehr interessant. Einen Fehler haben wir gemacht. Einen Fehler haben wir gemacht? Wir haben das, glaube ich, zu spät entdeckt. Ja, vielleicht. Das sind jetzt die letzten Tage in Südkorea. 6 Wochen waren wir hier. Oder jetzt waren wir vielleicht 5 Wochen hier. Jetzt noch eine Woche oder weniger. Ja. Jetzt das erste Mal in so einem Bad.
War ziemlich cool. Zoll. Unser Wunschauszug. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Stadt und machen ein bisschen Sightseeing. Sexy Lady! Genau, sowas. Ja, sehr gut, alles abgefrühstückt. Sieht gut aus, ja, das doch, genau. Ich kann leider nicht so gut tanzen wie Olga.